Warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Ist es möglich, dass Ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Wo wir dann wieder beim Thema Dezimieren wären. Bitte, wenn man dann Dekimus hieß. Okay, ja. Der 10. Also, wir fassen zusammen. Die Scintilla ist verschwunden. Und es gibt einen Liebhaber, der in der Stadt ist, oder Stadt sein muss logischerweise, und dann auch noch, dann halt noch nicht vorgetreten ist. Das klingt alles sehr stark nach einer Dezimierung, was da bald ansteht. Oder sowas ähnlichem. Scintilla, warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Okay. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden ist. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy? I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Ich glaube, ihr wisst etwas, was ihr mir nicht sagt. Oder? Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Okay. Mit Frauen sprechen, das kann ich, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, inspizieren. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Gefüllte Schale. Diese lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Die gibt es übrigens immer noch, die lila Karotten. Und ich habe mal eine gegessen. Und das war wirklich die beste Karotte meines Lebens. Also die ist unfassbar, also die sind wirklich unfassbar gut. Wenn ihr lila Karotten seht, holt sie euch. Ist meistens bei, also die gibt es nicht so häufig, aber ich hatte sie damals von einem, ich glaube von einem Bauernhof direkt. Eine Skulptur von Ares, den griechischen Gott des Krieges und der Römer des Mars. Ja, komm, ich glaube Flakon. Ein kleiner Flakon, der ein rudimentäres Parfum aus Blumen und Öl enthält. Aha. Kosmetiktopf. Ein Messinggefäß, das eine Art Puder fürs Make-up enthält. Okay. Centias Tagebuch. Liebes Tagebuch. Heute schlug mein Vater vor, ich solle Tagebuch schreiben, um mich abzulenken, während wir alle mit dem plötzlichen und schrecklichen Verschwinden meiner Schwester zu kämpfen haben. Als pflichtbewusste Tochter werde ich dem natürlich nachkommen. Die folgenden Seiten erhalten meine intimsten Geheimnisse. Ich weiß, dass ihr dies lest, Vater. Ich bin vielleicht jung, aber haltet mich nicht für dumm. Wir haben alle das Recht auf unsere Geheimnisse, Sentia. Sentia glaubt, dass jeder ein Recht auf seine Geheimnisse hat. Ah, es gibt sogar einen Lesemodus. Tipp, um die Zielmarkierung auf einer bestimmten Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Orangenkarotten waren, meine ich, so eine niederländische Züchtung zu Ehren ihres Königshauses in Oranje und so. Es ist möglich, aber ich kann euch eins sagen, die Orangenkarotten stinken hart ab gegen die Urkarotten da. Deshalb ja, wenn ihr Gelegenheit habt, gönnt sie euch. Ich bin tausende von Jahren in die Vergangenheit gereist. Ich muss einen Weg zurück in meine ursprüngliche Zeitlinie finden. Irgendwie. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Okay, das ist eine Hauptquest. Die goldene Regel. Finde etwas über die goldene Regel heraus. Ich habe einen Denar. Eine Taschenlampe. Eine beschriebene Steintafel. Okay. Messingspiegel. Das Messing wurde von einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen von Make-up eingesetzt wurde. Ich kann nicht lesen. Centias Truhe. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich mich hier sehen kann.
Ich geh mal hoch. Terrarium. Also ich möchte jetzt definitiv nichts klauen, weil sonst hat man ein Problem, denke ich. Wenn man sein Tagebuch auch in der Küche liegen lässt. Das ist ja nicht in der Küche gewesen. Das war in ihrem Zimmer, ich bin einfach reingerannt. Ein kleiner Hausschrein, in dem die alten Römer täglich um Schutz gebetet haben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Auch wieder Ares, die Kriegsgöttin. Knife von Centilla. Von Centilla an Centius. Möge Jupiter, Optimus, Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Also, ich möchte, wenn hier jemand reinkommt, in diesen Twitch-Channel oder YouTube und den Namen Jupiter Optimus Maximus hat und dann noch kommentiert, weil das klingt, das klingt so heftig nach einem Gamertag, Jupiter Optimus Maximus, aber okay. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als meinen Vater und Senti als Schwester habe. Die Wahlen nächsten Monat scheinen euch Sorge zu bereiten. Aber wenn ihr den Leuten den starken und vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, dann werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Zusammenfassung. Centilla bedankt sich bei Sentius dafür, dass er sie adoptiert hat. Es gibt keine weitere Seite, okay. Apfel kann ich jetzt nicht mitnehmen, ich habe gerade Lust auf einen Apfel. Ich glaube, es ist auch wirklich nichts, sonst kriege ich direkt Probleme innerhalb der ersten 10 Minuten, die ich hier bin. Magistrat Centius. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ja, ich trage ein... Ich heiße es hier, ja. A curious name. To match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Ich will einfach nur weg von ihr. Sie ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Hast du schon mal meine Cities Skylines Videos gesehen? Da gab es niemals Sünde und Diebstahl. Das kann ich nicht behaupten. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Hätte ich das Geld genommen, wäre es dann direkt vorbei gewesen? Das ist meine erste Frage.
Was zählt hier als Sünde? Das ist schon mal eine wichtige Frage. Was ist alles eine Sünde hier eigentlich? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch und viele eurer Regeln und Bräuche werden das, da wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Zieht sich euer Volk nicht blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung an? On occasion, but our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Ich sehe schon mit einer modernen Brille, da ist das so ein bisschen schwer. Haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Verfolgt ihr Christen nicht? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Meldet ihr nicht Kollektivbestrafungen an? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Okay, gut. Da, wo ich herkomme, gelten die Singer als verabscheuungswürdig. Well, right now, you're a long, long way from home. Technically true, I ja. have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Proserpine hat euch geschickt. Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Ihr habt recht, ich komme von 2000 Jahre in der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city?
Hier wird alle in Goldstatuen verwandelt worden. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Also sie wissen offensichtlich, dass das eine Zeitmaschine ist, um in die Vergangenheit zu reisen. Deshalb habe ich ihm gerade einfach mal die Wahrheit gesagt. Und Lügen ist eine Sünde und ich will jetzt nicht, dass es direkt schon vorbei ist. Das wäre irgendwie doof. Damit sie alle bestraft werden, nur weil ich gelogen habe. Wie funktioniert das Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. What? I don't suppose you saw any sign of me in the future? Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ja. Ich werde mein Bestes geben. Well, I suppose that's all I can ask for. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Ja gut. Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Gutes Argument. Glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Glaubt ihr, das könnte etwas mit Centillas Verschwinden zu tun haben? Ah, so you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Na gut. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Option aktualisiert, finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Okay, ich muss einfach diese goldene Regel, den Bruch der goldenen Regel verhindern und dann bin ich instant weg. Ich denke schon, ja. Tipp, diese Fragen werden später verfügbar sein. Okay, das war alles. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Ja, Ordner, ich bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately.
Ja gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Ich speichere mal ab. So, wie komme ich jetzt auf die Quests? Ah, hier. Y. Letzter Abendzug. Finde raus, was Lucretia zu schaffen macht. Die goldene Regel. Herausfinden, wer am ehesten die goldene Regel bricht und Sentius informieren. Optional, sage Sentius, dass du Sentia verdächtigst. Okay, ich habe mit ihr geredet und sie wirkte sehr entspannt darauf, dass ihre Schwester verschwunden ist. Ich muss kurz die Kamera nochmal verschieben, sorry. So ist, glaube ich, besser. Außerdem, wer am ehesten die goldene Regel spricht und Sentius informieren. Es sieht so aus, als würden die Leute alle in dieser Stadt sterben, weil eine Person die goldene Regel bricht. Ich muss herausfinden, wer das ist. Sentius hat mich deswegen gebeten, mit allen Leuten zu sprechen und ihnen zu helfen, wenn ich dadurch ihr Vertrauen gewinnen kann. Er hat mir erlaubt, falls nötig, ihre Häuser zu betreten und ihre Besitztümer sowie Dokumente zu untersuchen. Ich werde jetzt trotzdem eine F5 bauen, mal hier einfach... The many shall suffer for the sins of the one. Okay. Ich wollte es nur ausprobieren, aber okay. Gehe ich nochmal durchs Portal und dann löse ich das. Ich wollte das auch mal testen, was passiert. Wow. Okay. Fängt das schon wieder von vorne an. Kann ich das vielleicht einfach skippen, weil sonst lade ich es neu. Ein Zeitparadoxon erzeugen. Das wäre in meinem eigenen Zeitzeugen bei dir. Okay. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me... I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius, ihr werdet mich gleich anbieten, mich zum Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Okay, kein Problem, ich muss gehen. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Aha. Ein rudimentärer Seilrutschlenker aus Holz. Danke. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than Huh. walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Ich will jetzt gehen. See you around. Okay, also weil ich etwas geklaut habe, habe ich die Regel gebrochen und dadurch ist es instant passiert. Okay, sobald irgendjemand einen Fehler macht, passiert das. Und jetzt habe ich einen leicht anderen Dialog bekommen und sogar noch ein Item dazu. Das ist natürlich praktisch. Ja dann, gehe ich nochmal rüber, red mit Horatius, nochmal mit Sentius und dann... Fear is proof of a degenerate mind. What is it, citizen? Das ist eure Geschichte. I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals.
Wie seid ihr hier I'm from gelandet? Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Tut mir leid, das zu hören. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Sentilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Ich will zumindest mal nicht mit Sentinels schwinden. Ja, könnte noch was damit zu tun haben, wenn sie nicht so viel zu schaffen hat, aber okay. Was könnt ihr mir über den Magistrat erzählen? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Kann ich das Bürgerverzeichnis sehen? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Zusammenfassung einer Person mit allen Personen in der Stadt alphabetisch geordnet. Aurelia, Bürgerin, Pflicht. Tavernenwirtin, Quartier. Guten Abend, Dennis, wie geht's, wie steht's? Salvete Spectatore. Wenn wir gerade schon im römischen Kontext sind. Hinweis, behauptet einen Ausweg zu kennen. Claudia, das ist Patrizia, Frau von Malleolus, Villa Central. Hinweis, Decius, Bürger, Händler, Allgemeinforum. Wir sind hier schon einmal gestorben alle. Also sie sind alle gestorben. Ich nicht. So weit, so gut, das freut mich. Bei mir auch. Domitius oder Domicius. Elendsviertel, Duilius, Bürger arbeitsunfähig. Das ist im Warenhaus eingesperrt. Equitia. Kitia, okay. Fabia, Bäckerin, Elendsviertel, Galerius, Georgius, Händler. Hannibal. Klasse fremder Schrott durchsuchen, Elendsviertel der Zisterne gestorben. Horatius, Bürgerwache, Elendsviertel Anmerkung. Ja? Das ist schön zu hören, das freut mich. Freut mich auch zu hören, dass dir gut geht. Ach ja. Das Spiel sieht irgendwie aus wie Skyrim. Ich habe noch keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Ich habe das schon seit Jahren spielen wollen, streamen wollen. Und jetzt bin ich hier, weil ich gerade eben dachte, hey, Denu ist nicht da und hat keine Zeit. Und da wollte ich einfach streamen und dann noch mal ein bisschen testen, Setup testen. Da habe ich gesehen, ja, bevor Gott City, warum nicht? Und ich dachte, das ist ein Horror-Rätselspiel, aber es ist eher ein Rätselspiel mit allem Möglichen. Also ja, Kabash, Julia, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist all diese Leute hier, ist in 2000 Jahren in die Vergangenheit zurückgereist und all die Leute, die hier sind, sterben, sobald eine Sünde begangen wird. Nach dem Motto, hey, wenn alle, also die vielen sterben, also auf Latein stand eben, die vielen sterben für die Sünden des einen. Und ich habe gerade eben mal was geklaut, das ist jetzt schon der zweite Anlauf. Ich wollte einfach nur schauen, was passiert. Krankenpflegerin, Navia, Ärztin, hat sich im Palast eingeschlossen. Octavia, Putzen, Gartenarbeit, wieder unten. Rufius, Sentia, Patrizierin, Sentilla. Wer ist verschwunden? Haben die schlechte Chance, wenn du zockst. Ich glaube, das ist darauf ausgelegt. Sentius, Patrizia. Also ich habe da jetzt gerade auch schon einen Fortschritt bekommen und es gibt andere Dialogoptionen dann. Gegenstand nehmen. Danke. Of course. Wenn ich das ihm morgen nicht gebe, dann sterben alle. Well, as I always say,
It's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it.